Hier liegt einiges an neuer Ultraleicht-Ausrüstung, die ich euch für die kommende Saison jetzt mal zeigen möchte. Seit ich euch zum letzten Mal meine eigene Packliste vorgestellt habe, ist schon einiges an Zeit vergangen und ich habe sehr, sehr viele Dinge wirklich komplett neu angeschafft, neue Technik, setze auf andere Konzepte und vor allem brandneue Materialien, die wirklich aktuellen Ausrüstungstrends folgen. Ich werde euch erstmal in einem Schnelldurchlauf hier heute vorstellen und vielleicht ist ja für euch auch einiges an Inspiration für eure eigene Packliste dabei. Anfangen will ich mit den wichtigsten Gegenständen, die man auf jeden Fall bei einer Trekkingtour braucht. Und da ist natürlich eine Unterkunft, also das Zelt, das A und O. Und bis heute schlafe ich immer gerne in dem Zelt, habe letzte Mal noch das Tarptent Double Rainbow LI dabei gehabt. Also wirklich für eine Person riesiger Palast. Jetzt setze ich aber mittlerweile auf die Ein-Person-Variante. Die kam jetzt ja relativ neu raus. Gibt es auch mit einem schicken neuen Silpolyboden. Das Ganze wiegt nur 619 Gramm und kostet allerdings leider 900 Euro. Also schon sehr preisintensiv. Für mich reicht das auf jeden Fall vom Platz aus. Das Zelt ist vor allem ja sehr sturmrobust und auch komplett freistehend. Wenn ihr da ein bisschen Geld sparen wollt, gibt es auch eine Silpoly-Variante. Die wiegt dann, ich glaube, rund 900 Gramm ungefähr, kostet aber nur 200-300 Euro und da ist man auf jeden Fall auch schon sehr gut bedient. Ich sagte schon, ich stelle das Ganze freistehend auf. Das heißt, ich benutze dafür Trekkingstöcke und brauche dann optional nur 2 einzelne Heringe, um im Prinzip das Vorzelt und hinterm Zelt was abzuspannen. Und dafür habe ich in diesen kleinen dünnen Carbonstangen, die bei diesem Zelt mitgeliefert werden und quer drüber gespannt werden, ja kleine Aluminiumheringe hier drin. 3 Stück an der Zahl, auch relativ lange und breite. Das sind nämlich Heringe von Gear Swift aus Titan, 183 lang und haben 3 mm Durchmesser. Ja, die wiegen nur 18 Gramm zu dritt und die passen wirklich hier vorbildlich in meine Stangen rein, sodass ich auch gar keinen extra Platz wegnehmen muss. Ein Hering habe ich allerdings noch extra, falls ich mal wirklich in die Lage komme, ja, wo es sehr stürmisch ist, wo ich mich vielleicht nicht komplett auf das freistehende Konzept verlassen möchte oder sogar einen meiner Trekkingstücke benutzen möchte, um das Zelt noch zu verstärken. Da kann man nämlich auch einen Stock vertikal einspannen, habe ich diesen wunderbaren neuen Hering dabei. Und der kommt von der Firma Nordisk und ist der Titanium V-Pack. Der wiegt ein bisschen mehr und ist verdammt groß, 15 Gramm für 12 Euro. Und der große Vorteil ist da, dass ich mir mit diesem Hering, ihr seht schon an der Form, meine Schaufel spare, die man natürlich unterwegs braucht, wenn man mal ja sein Geschäft auch verrichten muss, dann ist es wirklich Best Practice, da natürlich auch was zu vergraben. Und mit diesem Hering habe ich es getestet, kann ich mir die Schaufel da auf jeden Fall sparen und das ist wirklich ein absolut sturmsicherer Hering, der auch gut in Sand oder Schnee hält. Ja, die Trekkingstöcke, die ich verwende, haben sich auch geändert. Ich musste nämlich vorher immer auf extrem lange, bis zu 145 cm lange Stöcke setzen, um mein Doppel-Rainbow-Zelt eben frei aufstellen zu können. Jetzt mit der Ein-Personen-Variante kann ich auf kürzere Poles greifen. Und da setze ich diesmal statt auf DAC Aluminium auf Carbon. Ich habe wirklich lange geschaut und wollte Trekkingstöcke haben, die sehr, sehr leicht sind. Und das sind die Rota Locura Jana. Wiegen zusammen nur 283 Gramm, kosten 140 Euro und sind ja für das Gewicht auf jeden Fall auf der stabileren Carbon-Seite anzusiedeln. Ich hatte vorher auch mal die LT5 von Gossamer Gear getestet. Da ist mir schon einer mal kaputt gegangen. Und mit denen habe ich wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Und die halten auch einiges aus, wenn man damit mal ja auch ein Zelt abspannen möchte zum Beispiel. Ja, um das Ganze zu transportieren, setze ich auch in diesem Jahr immer noch auf den Zpacks Nero Ultra mit 38 Liter. Es gibt noch den Sub Nero, der hat nur 30 Liter, aber ihr seht schon, 38 Liter ist relativ klein. Das ist natürlich jetzt hier aufgerollt, der geht noch bis hier oben, aber der Rucksack hat alles, was ich brauche. Ultra ist in diesem Jahr auch noch mehr zum Trend geworden. Man findet DCF, also Cuben Fiber, das Material, was ihr auch bei meinem Zelt seht, immer weniger. Und auch viele Zelte von Tarptent und anderen Herstellern setzen mehr auf Ultra oder sogar wie bei dem X-Dome von Dursten auf Silpoly. Hier ist Ultra gut angesetzt, denn es ist robust, da hält der Rucksack einiges aus und 38 Liter reicht für mich auf jeden Fall auch aus, um das alles da reinzupacken und auch noch eine Verpflegung von 3 bis maximal 4 Tagen mitnehmen zu können. Das Ganze wiegt nur 288 Gramm, kostet aktuell 450 Euro und der Rucksack hat noch ein paar Add-ons, die man mit beziehen kann und die ich auch alle verwende. Auf der Rückseite zum Beispiel ja ein Backpanel, was einerseits für mehr Stabilität und Komfort am Rücken sorgt, andererseits kann ich das jederzeit von außen rausziehen und als Sitzkissen oder Isomattenverlängerung benutzen. Dann seht ihr schon, an den 2 Schultergurten habe ich kleine Taschen.
Die sind hier noch bei mir aus DCF, die gibt es mittlerweile auch aus Ultra und ich benutze diese Taschen wirklich als Packsäcke. Das heißt, im Rucksack verwende ich gar keinen einzigen Packsack mehr, sondern schaffe es wirklich, meinen ganzen Kleinkram, also alles an Hygiene, Handschuhe, sogar meine Regenhose, Powerbanks in diese beiden Schultergurttaschen zu packen. Und da wiegt auch eine nur 28 oder 17 Gramm sogar, kostet, ich glaube, 30 Euro mittlerweile. Den gibt es auch optional mit einem Hüftgurt und da habe ich mich für entschieden, denn der fällt wirklich, wie ihr seht, sehr minimal aus und wiegt 32 Gramm, ist auch im Preis dann mit diesen Taschen zusammen inbegriffen. Und das zeige ich mal, das sind noch Hüftgurttaschen, die ich verwende. Die sind groß, wasserdicht vor allem, haben super Reißverschlüsse und sind gepolstert. Das heißt, das sorgt insgesamt für einen sehr, sehr schönen Komfort. Nimmt natürlich eine Menge Gewicht vom Rücken auf die Hüfte und auch da kann ich wirklich sehr große Dinge drin lagern. Vielleicht wundert ihr euch schon, dass diese kleinen Puschel hier sollen. Ich filme natürlich meine Touren immer, möchte schöne Naturaufnahmen machen und habe dafür immer so einen kleinen Audiorekorder dabei, den ich zum Beispiel auch in diesen Hüftgurttaschen wirklich lagere. Die wiegen auch nicht viel mehr, auch 17 Gramm ein und das kann ich auf jeden Fall empfehlen und ja, man liegt dabei im Rucksack immer noch unter 400 Gramm mit allen Add-ons. Ja, und neu ab diesem Jahr habe ich mich auch endlich dazu entschieden, mein Schlafsystem für 3 verschiedene Jahreszeiten anzupassen und nicht mehr auf eine Lösung zu setzen, die jetzt für alle Fälle ging. Denn dort habe ich vorher meinen Klimashield Apex Kilt in der Stärke 233 von Astukas mitgehabt. Den habe ich im Winter benutzt, im Sommer. Den kann man ja auch luftig aufmachen. Auf Schlafsäcke setze ich natürlich schon länger nicht mehr, aber der Kilt hat im Prinzip jetzt auch nach 4 Jahren wirklich seine Dienste geleistet. Da hat man schon deutlich gemerkt, dass die Wärmeleistung reduziert ist. Und deswegen, ihr seht schon, habe ich 3 neue Kilts, alle von Grom Expert, dem Elite Kilt. Da gefällt mir wirklich das Preis-Leistungs-Verhältnis am besten und auch die Individualisierungsmöglichkeiten. Der kleinste hat eine Stärke von 133, eignet sich also für alle Temperaturen, grob 5 oder 10 Grad und aufwärts. Und er wiegt nur 497 Gramm, kostet 210 Euro und den habe ich eigentlich in eine Standardausführung genommen. Wenn es dann ein bisschen kälter wird, also 10 bis 0 Grad, dann setze ich auf den mittleren. Und das ist ein 200er Kilt. Der passt also auf jeden Fall bis 0 Grad und dort habe ich mir eine geschlossene Fußbox als extra gewünscht. Denn ich habe manchmal bei meinem Kilt gemerkt, dass wenn man den unten aufmachen kann, dass da doch ein Luftzug ist und mir reicht es eigentlich, wenn man den am Rücken aufmachen kann. Und für den Winter, also richtige harte Touren und ich bin auch nächstes Wochenende wirklich ja, im Winter unterwegs, im Schnee, da nehme ich diesen ganz großen mit 267er Stärke, der wiegt 839 Gramm, der mittlere übrigens 670 Gramm. Und hier ist eine Besonderheit, dass ich da so eine Mischung aus Kilt und Schlafsack habe. Ich habe mir also gewünscht, dass es wie ein Sack ist. Das heißt, die Kapuze fehlt beim Schlafsack, aber der ganze Rücken ist im Prinzip als ein Teil zu. Da kann ich oben reinschlüpfen, kann das zumachen und habe auf jeden Fall keine Kältebrücke, wenn ich mich in der Nacht irgendwie umdrehen sollte. Die Kilts legen je nach Stärke und Ausstattung immer zwischen 200 und 300 Euro und dabei weitem günstiger als was zum Beispiel mein Astukas Kilt damals gekostet hat. Ja, und ähnlich braucht man das Konzept dann natürlich auch bei den Isomatten und die seht ihr schon hier vorne. Im Sommer habe ich wirklich ein tolles Modell entdeckt, das zeige ich euch mal. Das ist die Nordisk Isomatte. Die Ven 2,5. 2,5 steht dafür die Dicke und was hier sofort vielleicht auffällt ist, dass das eine Torso-Isomatte ist. Das heißt, die Füße oder alles ab dem Knie liegt dann quasi unisoliert auf dem Boden. Dadurch, dass die Matte aber mit Schaum gefüllt ist und sehr, sehr flach ist, hat man nicht diesen starken Drop-Off bei den Beinen. Also es fühlt sich gar nicht so schlimm an und ich nehme natürlich auch noch mein Sitzkissen als Verlängerung der Isomatte. Und die wiegt nur unglaubliche 280 Gramm, kostet 80 Euro und hat einen R-Wert von 2,3. Und da kommt man im Zweifel schon richtig weit. Also auf jeden Fall stimmt es mit den Temperaturangaben meines Sommerkilts überein. Wenn es dann kälter wird, dann nehme ich mein Standardmodell mit, die Thermarest Neo RX Lite in der neueren Version NXT. Habe ich schon oft hier empfohlen, die ist jetzt neuerdings ein bisschen dicker, noch ein bisschen leichter und hat auch einen verbesserten R-Wert von 4,5, 370 Gramm, leider teurer geworden, 200 Euro. Ja, bei den ganz starken Wintertouren, da setze ich dann auf dieses hellblaue Modell, das ist dann die Thermarest Neo Air X-Therm NXT. Unfassbaren R-Wert von 7,3, also damit kann man auch bei minus 15 Grad noch ohne Probleme campen, wiegt dann 200 Gramm mehr, 570 und kostet 220 mehr.
Und die Besonderheit ist hier, ich setze hier auf eine sehr kleine, hier auf die Regular Größe und bei der Wintermatte dann nehme ich Large. Das heißt, die ist breiter und länger. Ich habe nämlich gemerkt, wenn ich da auf ein kleineres Modell setze, isoliert die Matte zwar immer noch gut, ich merke aber von den Rändern der Isomatte, von links, von rechts, von den Beinen am Kopfbereich, dass da die Kälte an der Seite der Isomatte hochzieht und das, gönne ich mir dann diesen extra Komfort auf jeden Fall und bin da auf der wärmeren Seite. Ja, ein Kissen findet ihr ab jetzt nicht mehr in meiner Packliste, die ich auch natürlich unten verlinke. Ich habe es trotzdem mal hier hingelegt. Vorher hatte ich immer das Kissen von Zpacks genutzt. Das heißt, wenn ihr auf ein Kissen nicht verzichten wollt, empfehle ich euch das Modell von Zpacks. Meines Erachtens das beste und leichteste Kissen, nur 40 Gramm, kostet auch so, ich glaube 25 oder 30 Euro. Ich habe mir jetzt ein System überlegt, was ich auf 2 Tracking-Touren getestet habe und für mich funktioniert. Ich nehme nämlich meinen Rucksack und ihr seht diesen Netzbeutel hier drin. Da lagere ich übrigens tagsüber mein Zelt sogar drin, damit es trocknen kann. Ich nehme irgendwelche Kleidung, die ich nicht brauche, irgendwelche Gegenstände, mein Wechselpaar Socken, Regenhose, irgendwas, was da ist und packe dann noch hier drüber im Netzbeutel dieses blaue Sitzkissen. Und das ist 1000-mal bequemer als so ein Luftkissen und erinnert dann je nach Rucksackfüllung, da ist natürlich auch Nahrung drin, mehr an ein Kissen zu Hause und das hat mir total gut gefallen auf der letzten Tour. Es kann natürlich immer sein, dass es super kalt ist, dass mein Poncho und alles mögliche nass ist, aber bisher habe ich immer genügend Sachen gefunden, die ich da reinstopfen kann, sodass ich da eigentlich problemlos auf meinem Rucksack schlafen kann. Beim Kochsystem habe ich mich auch noch verkleinert, von 770 Milliliter auf 400 Milliliter. Und das ist ein echt tolles Modell von Evernew. Der TI 400 NH wiegt nur unglaubliche 33 Gramm für 20 Euro. Auch hier spare ich mir den Deckel und der Topf spart sich auch den Griff. Denn wenn ich koche, koche ich abends meistens mein Track and Eat. Das seht ihr hier. Das ist ein Beutel, den reiße ich auf, schütte Wasser rein und kann das Ganze wirklich essen. Optional mache ich morgens noch manchmal einen Kaffee. Es ist natürlich ein bisschen heiß, aber Titan leitet nicht so gut. Das heißt, hier unten heizt es sich auf, am Rand bleibt es aber relativ kühl. Und meistens benutze ich dann irgendwie ein Stück Papier von der Verpackung, um das Ganze zu greifen, um dann umzuschütten. Kochen bei allen Touren, die so maximal 10 bis 14 Tage gehen, tue ich mit Esbit nach wie vor, bin ich ein großer Freund davon. Man braucht kein großes Packmaß, man kann die Gaskartusche zu Hause lassen, man kann genau die passenden Esbit-Würfel abzählen und dieser kleine Esbit-Titan-Kocher wiegt nur 13 Gramm und kostet auch 20 Euro. Ich nehme einerseits die großen Esbit-Würfel, die ihr da ganz links seht, und die kleineren daneben. Die großen reichen, um abends eine Mahlzeit warm zu machen. Auf jeden Fall kann man da 500, 600 Milliliter zum Kochen bringen. Die kleinen reichen dafür im Kaffee, wiegen nur 5 Gramm und 15 Gramm. Und wenn es halt windig ist, nehme ich immer eigentlich auch eine kleine Folie mit. Das ist eine Titan-Windschutzfolie. Die Bulbul von Eifel Outdoor Equipment wiegt nur 8 Gramm und ja, reduziert deutlich die Kochzeit. Gerade bei Esbit hat man ansonsten auch die Schwierigkeit, den Würfel ranzuzünden. Und da würde ich auf jeden Fall immer eine Windschutzfolie empfehlen, auch wenn ihr mit Gas kocht. Da Esbit immer ein bisschen stinkt, ist das tatsächlich mein einziger Packsack, den ich noch verwende. Ein luftdichter Noakes-Beutel in der kleinen Größe und hier habe ich dann immer einfach mein Feuerzeug, mein Kocher, meine Windschutzfolie und die Esbit-Würfel drin, damit die nicht stinken. Manchmal sogar einfach meine Instant-Kaffees und so, wenn ich dann mal kurz anhalten will, um Kaffee zu trinken oder was aufzukochen, ziehe ich das einfach aus meiner Außentasche raus, ist ja schließlich auch wasserdicht und kann dann sofort einfach einen Würfel anzünden, mir einen Kaffee machen und weiterziehen, ohne dass ich überhaupt meinen Rucksack von innen aufmachen muss. Als Besteck zum Essen ist es beim MSR Göffel geblieben. Da bin ich wirklich ein großer Fan von, habe noch kein besseres und leichteres Modell entdeckt. 9 Gramm und wenn ihr eins kennt, könnt ihr es mir gerne empfehlen, aber ansonsten hat mich der Löffel nie enttäuscht, bin super zufrieden. Wasserfilter lasse ich mittlerweile in 90% der Touren weg. Da hatte ich ja immer einen großen Sawyer dabei und setze meistens für Touren in Europa eher auf kleine Filter- und Desinfektionstabletten. Katadin Micropur ist da das Mittel der Wahl. Eine Tablette wiegt irgendwie nur 0,1 Gramm und diese lagere ich einfach in so einem kleinen Beutel, wo auch der Rest von all meinen, ich sag mal, Tabletten und Medikamenten drin ist. Da habe ich Ibuprofen drin, da habe ich Pflaster drin, einen kleinen Verband und Zahnputztabletten zum Beispiel, Blasenpflaster auch noch. Und da schmeißt man einfach in so eine Flasche rein, wartet dann ein bisschen, 10 bis 30 Minuten mindestens und dann kann man eigentlich sich ein bisschen sicherer sein, ordentliches Wasser zu trinken.
hat natürlich seine Grenzen und filtert nicht so gut wie beim richtigen Wasserfilter, aber bis jetzt hat es mir eigentlich für die wenigen Anwendungsfälle, bei denen ich mal Wasser filtern musste, so gereicht und ist deutlich praktischer, weil den Sawyer muss man natürlich auch immer reinigen. Als Feuerzeug habe ich nach wie vor das kleine Big Feuerzeug dabei, sogar 2 Stück, manchmal eins, wie gesagt, lagere ich in meinem Kochbeutel, das andere ein bisschen eingeschweißter hier in meinem kleinen Reparaturbeutel, wo ich unter anderem noch ein 7-Funktionsmesser mit 20 Gramm drin habe, ein kleines Band, falls mir der Schnürsenkel reicht und einen kleinen Patch für die Isomatte. Und so habe ich als Backup auch immer ein Feuerzeug, was dann gesichert ist, was auch nur 11 Gramm wiegt. Ja, Wasser transportiere ich auch schon lange nicht mehr in Wasserblasen und habe da auch nach guten Flaschen gesucht und mittlerweile bin ich bei den Kristallin Springwater Bottles hängen geblieben. 20 Gramm wiegt nur eine, haben so einen Klappverschluss, was ich total praktisch finde und ja, da kann man 3 Liter transportieren für 40 Gramm insgesamt. Die habe ich natürlich außen am Rucksack und bin da auch voll mit zufrieden und die kosten auch unter €1, wenn man sich da ein Sixpack von holt. Ja, zur Stromversorgung und Powerbanks hatte ich vor kurzem erst ein ausführliches Video gemacht, aber um es kurz zu sagen, wenn ich eine kurze Tour habe von einem Wochenende, nehme ich nach wie vor nur eine 10.000er Powerbank mit und setze da auf die Nitecore NB10000 mit 150 Gramm für 60 €. Falls ihr das sparen wollt, könnt ihr ganz einfach das Modell von Vega nehmen, 169 Gramm für 10 €. Wenn eine größere Tour ansteht, wo ich mehr Energie brauche, setze ich neuerdings nicht mehr auf Nitecore, sondern tatsächlich auf das Modell von Ansmann. Denn da habe ich eine höhere Energiedichte gemessen, ein geringeres Gewicht nur von 289 Gramm und das Ganze kostet auch statt 120 € nur 45 €. Deswegen eine ganz klare Empfehlung. Ja, bei den Kabeln habe ich immer 2 mit. Ein stabiles USB-C auf USB-C, um vor Kabelbruch geschützt zu sein. Ein dünneres und kürzeres Kabel mit einem alten USB-Anschluss und als Mini-Backup habe ich noch in diesem kleinen Ziploc-Beutel hier 3 verschiedene Adapter. Das heißt ein kurzes USB-C auf USB-C-Stück, ein Adapter auf Micro-USB für meine Kopflampe und ich trage meine Smartwatch zum Navigieren und dafür brauche ich auch einen Adapter und muss dafür dann keine extra Kabel mitnehmen, weil diese kleinen Adapter wirklich reichen. Und um unterwegs nachzuladen auf längeren Touren, setze ich mittlerweile tatsächlich auf diesen genialen Mini-Logilink-Adapter, der nur 18 Gramm wiegt, aber natürlich mit 6 Watt so eine Powerbank nur über Nacht vollladen kann. Falls ihr mehr Strom braucht, dann empfiehlt sich das Produkt von Anker oder was ich nehme, ist der Adapter von Gubei. Da ist man beim selben Gewicht und spart sogar noch ein bisschen Geld, kostet nämlich nur 10 €. Auch bei der Powerbank setze ich noch auf mein originales Nitecore NU25 Modell, leider noch mit USB-C, deswegen muss ich den Adapter mitnehmen. Mittlerweile gibt es mit der NU20 Classic aber auch ein USB-C Modell. Für mich lohnt sich das jetzt nicht, da ein Upgrade zu machen. Was ich euch immer empfehlen kann, ist das Band zu tauschen, denn da spart man dann noch mal extra Gewicht und nimmt einfach so eine eigene dünne Gummikorde, die man so ein bisschen knotet und das reicht in jedem Fall auch mit der Spannung, sodass das nicht am Kopf verrutschen kann. Wiegt bei mir im Setup jetzt insgesamt nur 30 Gramm und die Lampe gibt es, glaube ich, für um die 40 €. Technik, die ich noch manchmal optional mitnehme, ist die geniale PadPal, die mit 11 Gramm wirklich ganz leicht eine Isomatte aufpumpen kann mit Adapter. Und wenn ich unterwegs filmen will, aber leicht und schnell unterwegs sein möchte, habe ich hier wirklich ein sehr, sehr leichtes Stativ entdeckt, was 45 Gramm wiegt, womit man sein Handy einfach mal irgendwie positionieren kann, um eine tolle Aufnahme zu machen. Ja, nirgendwo verändert sich gerade im Ultraleichtmarkt so viel wie bei der Kleidung. Eine Menge neue Produkte kommen auf den Markt, eine Menge neue Ideen und vor allem Materialien. Und auch bei mir ist bei der Kleidung jetzt in diesem Jahr fast alles neu. Angefangen mit der Cappy, da benutze ich nämlich dieses lustige Modell, finde ich, von der Firma Tarptent, kam jetzt neu raus. Ein Produkt, was aus alten Zelt-DCF-Resten gefertigt wird und wiegt auch deswegen nur 24 Gramm. Ich finde es total cool. Ist halt eine richtige Cappy und nicht so eine kleine Sport-Trailrun Cappy, hat aber jetzt mit 45 €, glaube ich, eine Menge gekostet, aber ich hoffe, die wird mich lange begleiten. Wenn es dann ein bisschen kälter wird, habe ich natürlich auch immer ein Multifunktionstuch dabei gehabt. Ich habe da standardmäßig auf ein Produkt von Head gesetzt, was 40 Gramm gewogen hat und aus Vlies war. Und das war verdammt warm, hat auch dann als Handtuch noch manchmal fungiert, als Kopfbedeckung, als Maske und so weiter. Aber das nehme ich jetzt nur noch im Winter mit. Für alle anderen Touren setze ich auf diesen genialen Stoff von der Firma Outdoor Research. Und davon, wie wir gleich sehen werden, habe ich auch ein Base Layer und auch jetzt das Buff. Das wiegt nur 20 Gramm statt 40. Beide kosten übrigens 25 €. Ist halt ultra leicht, reicht komplett aus. Ihr seht schon, ist sogar ein bisschen durchsichtig und
spendet auf jeden Fall genug Wärme, deswegen bin ich da auf jeden Fall voll begeistert von. Und ich habe generell nach einem leichteren Stoff für Base Layer auch gesucht, denn gerade die Hitze im Sommer ist für mich immer das größte Problem gewesen und da kommt auch wieder derselbe Stoff, auch von Outdoor Research ins Spiel, nämlich dieses dünne T-Shirt. Ich kann den Stoff natürlich nicht gut beschreiben. Es ist ein Polyestermix, den muss man mal gefühlt haben, aber es gibt eigentlich nichts Leichteres. Deswegen ist es bei mir auch im Weiß. Und ich habe es getestet, jetzt Ende Sommer noch gerade. Es ist ein drastischer Unterschied und das ist im Prinzip ja das Outdoor Research Eco T-Shirt, 91 Gramm und kostet 45 Euro. Vorher, und vielleicht wenn es sehr kalt ist, werde ich es immer noch tun, hatte ich von Patagonia das Thermal Weight an. 177 Gramm und 100 Euro, ist halt bedeutend wärmer, aber wiegt auch das Doppelte und das hier spendet wirklich eine schöne, angenehme Kühle. Und auch beim Midlayer bin ich von meinem Patagonia Fließteil weg und setze da mittlerweile auf das wirklich geniale Material Alpha Direct. Da bin ich wirklich total überzeugt von, weil es einfach, wie ihr seht, erstmal lustig aussieht, aber dann eine unfassbare Wärmeleistung für das Gewicht hat. Und das, den Midlayer, den ich hier habe, ist von der Firma Senshi Designs und das ist der Wren. Alpha Direct kommt immer in verschiedenen Stärken. Ich habe hier die dünnste, nämlich mit 60. Und das wiegt nur 102 Gramm und kostet 75 Euro. Gibt es auch, keine Angst, in anderen Farben für alle, die auf nicht so bunte Sachen stehen. Und man muss es mal anprobiert haben, um zu verstehen, wie warm das Ganze ist. Vorsicht, nicht im Wind, denn man kann so ein bisschen durchschauen sogar. Aber wenn da drüber irgendwie eine Windjacke, ein Poncho, eine Puffyjacke ist oder man die Kleidung im Zelt trägt, dann ist es unfassbar, was da für eine Wärmeleistung pro Gramm wirklich rauskommt. Und zuletzt setze ich bei der Jacke auch nicht mehr auf die Micro Puffy von Patagonia, sondern auf die viel wärmere und neuere Enlightened Equipment Torrid Jacket oder wie in meinem Fall den Torrid Pullover. Denn wie ihr seht, hat er keinen Reißverschluss bis ganz nach unten und hier so eine doppelt isolierte Tasche. Das Ganze kostet 200 Euro, man kann es sich aber wirklich maßschneidern lassen auf seine genaue Größe und wiegt 247 Gramm. Die Besonderheit, da drin ist Klimashield Apex, also tatsächlich dasselbe Material, was wir auch bei Kills und Schlafsäcken sehr häufig benutzen. Und das Ding ist verdammt warm, verdammt angenehm, super geschnitten, hat eine Kapuze und wie gesagt, kommt auch für alle, die es lieber mögen, wirklich als Jackenform und damit bin ich unfassbar zufrieden. Es ist ein unglaubliches Klima auch da drin und auch wenn man es beim Schlafen mal trägt, ist es super angenehm. Ja, wenn es dann regnet, ziehe ich noch ein Poncho drüber. Das mache ich auch seit längerem, nutze da aber nicht mehr den Sea2 Summit Ultra Sil Nano Poncho aus Silnylon, sondern jetzt auch ein individuelles Modell aus DCF. Das ist dann natürlich noch leichter, für mich noch ein bisschen besser auch vom Schnitt her und wiegt nur 76 Gramm. Der Vorteil ist auch hier, es liegt sehr eng an, es hat eine zuziehbare Kapuze und ich kann es noch über den Rucksack packen. Und wenn es sehr windig ist, das war immer ein Nachteil bei Ponchos, dann flattert mir das nicht wirklich um die Ohren, sondern man hat hier so eine Gummischnürung, das kann man um sich rumziehen und da bewegt sich dann gar nichts mehr. Es ist quasi dann wie eine Jacke aus DCF, die auch den Rucksack umschließt. Leider ist das Produkt nur bei Gear Swift im Store zu erhalten, wird da auch noch individuell gefertigt und ist vom Preis deutlich teurer geworden. Ich habe heute nachgeguckt, 350 Euro, finde ich also von der Preis-Leistung wirklich fragwürdig, kann man nicht anders sagen, aber mir gefällt's. Ansonsten ist der Sea2 Summit natürlich auch noch eine sehr gute Alternative. Und der sieht natürlich auch wie eine Mülltüte und lustig aus. Da wurde ich auch schon auf häufigen Touren drauf angesprochen, aber ist trotzdem, finde ich, ein geniales Produkt. Bei meiner normalen Beinbekleidung der Laufhose hat sich nichts geändert und wird sich auch nicht so schnell ändern. Auch da setze ich immer noch auf mein Lieblingsprodukt, die kurze Hose von Decathlon, die aus 2 Schichten besteht und ganz, ganz viele Taschen wirklich um den Gürtel herum hat. Und da lagere ich mein Handy, lagere teilweise sogar die Powerbank und auch mal einen Riegel, Verpflegung. Da setze ich übrigens, wie man hier links sieht, einerseits auf die Riegel von Jimmy Joy, Plenty-Riegel, die sind ein bisschen größer oder wirklich diese kleinen und 20 Jahre haltbaren, hochkalorischen Riegel von Ration One und die passen hier rein. Wenn es mal kälter wird oder auch nasser, habe ich dann eine Regenhose dabei, nämlich die Rap Phantom Pants und da hatte ich von der OMM gewechselt, die war ein bisschen schwerer, die war grau. Die Phantom Pants ist schnittig, die ist schwarz. Ich habe sie jetzt intensiv das ganze Jahr auch schon getestet. Gefällt mir unfassbar gut, nur 79 Gramm wiegt das, kostet aber auch 140 Euro, hat auch eine, ich würde sagen, eine stabile Nähung, da ist auch Ripstop eingenäht, deswegen da ist noch nichts dran, kann ich auch so empfehlen.
Bei den Schuhen bin ich mittlerweile eigentlich auch von der Firma Hoka weg und nehme bei richtigen langen Trekking-Touren dann immer meine Altra Olympus mit. Altra Lone Peak sind natürlich hier eine Alternative, die haben aber nicht wirklich diese dicke Sohle hier unten. Und ich bin viel vor der Haustür direkt unterwegs und da laufe ich viel auf Asphalt, gerade in Deutschland. Und Fußmuskelschmerzen sind für mich immer das, was mich am Tag bei der Distanz begrenzt und damit ist das wirklich deutlich weniger. Ansonsten haben die Schuhe alles, was ich mir wünschen kann. Zum Beispiel hier hinten wirklich diese Möglichkeit, die passenden Altra Trail Gaiter, also Gamaschen, noch anzufügen. Und diese beiden Sachen in Kombination sind wirklich perfekt für mich, weil das kenne ich von anderen Gamaschen, kommt auch wirklich nichts an den Seiten durch, die verrutschen nicht. Die haben hier vorne diesen kleinen Haken, den man hier vorne einhängen kann und das andere wird dann einfach mit Klett hinten befestigt. Und das ist ein Setup, das funktioniert, ist erst mein drittes Paar, glaube ich. Also die von der Haltbarkeit halten für mich auch sehr lange. Die haben diese schöne Vibram-Sohle für den Grip, also aktuell der perfekte Schuh wirklich für mich. Ja, Thema Socken, die man natürlich dann auch im Schuh trägt und auch da setze ich immer noch auf die Injinji Trail Socks, denn das sind 10 Socken und damit habe ich nicht eine Blase mehr gehabt. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal eine Blase hatte. Die sind ausreichend dick, wenn man Schuhe hat, die leicht sind und vor allem vorne breit sind, wie die Modelle von Altra, hat man keine Probleme mehr mit Blasen, außer die Zehen schleifen vielleicht aneinander und das wird eben durch diese 10 Socken umgangen. Die wiegen 54 Gramm, kosten 25 Euro. Dann habe ich noch ein zweites Paar dabei, aber wirklich nur in der Nacht, wenn ich schlafe, wenn ich campe. Ich ziehe diese Socken immer an, auch wenn sie nass sind und lasse sie dann, wenn ich laufe, durch meine eigene Körperwärme trocknen. Und auch hier setze ich dann auf Alpha direkt und damit habe ich sogar angefangen, mich für dieses Material zu interessieren, denn das sind sehr lustige und kuschelige Socken von Farpoint, die Alpha Direct Camp Socks. Beide zusammen wiegen nur 23 Gramm und kosten 30 Euro und die spenden eine unfassbare Wärmeleistung. Wenn es im Winter wirklich sehr, sehr kalt wird, also Touren ab minus 5 Grad, dann empfehle ich noch die Hyberg Apex Booties. Die wiegen auch nicht viel mehr, eine Größe M, 46 Gramm, kosten so 33 Euro, Apex 133 und da passiert am Fuß dann gar nichts mehr. Also es ist eine unfassbare Wärme, was da ausgestrahlt wird. Vor allem, wenn man die Socken mit den Booties und noch dem Schlafsack kombiniert, kommt man da schon wirklich in polare Temperaturen. Ansonsten habe ich natürlich immer noch eine Schlafhose dabei, das heißt ein Layer, den ich auch im Zelt anziehe. Da habe ich natürlich nicht meine nasse Regenhose oder die Laufhose an, sondern auch hier das Pendant zu den Socken von Farpoint, die Camp-Hose. Und die wiegt auch, ich glaube, nur 78 Gramm, ist auch verdammt warm. Und die ist sogar so robust, finde ich, dass man die manchmal auch während des Tages im Winter unter der Regenhose tragen kann. Und dann wirklich so ein 2-Schichten-Konzept zu haben und dann wirklich auch gerade morgens, wenn es noch kalt ist, sehr, sehr warm zu laufen. Denn auch bei den Handschuhen setze ich auf ein 2-Schichten-Prinzip. Die äußere Schicht, die seht ihr hier, das ist ein Modell von Sipex. Die Vertis-Handschuhe wiegen zusammen 20 Gramm, sind absolut wasserdicht, auch besser als meine OMM-Handschuhe. Und da drin, so transportiere ich die übrigens auch, sind dann noch kleinere Fließhandschuhe dabei. Und da setze ich auf die Lyot Akchuk. Das sind wirklich schön schnittige Fließhandschuhe, die auch nur 20 Gramm wiegen und die spenden für mich auf jeden Fall genug Wärmeleistung. Ich habe immer noch genug Freiheit und Fingergefühl. Es sind natürlich keine absoluten Winterhandschuhe, da würden sich vielleicht ein bisschen dickere Fließhandschuhe oder sogar Fäustlinge empfehlen, aber die Kombination aus beiden ist wirklich sehr flexibel. Manchmal laufe ich auch nur in den wasserdichten Handschuhen und würde damit auch auf jede Wintertour erstmal gehen, weil ich bis jetzt noch nie den Fall hatte, dass mir die Hände dann wirklich noch mehr abgefroren sind. Ansonsten fehlt nur noch Toilettenpapier, was ich mittlerweile in 2 einzelne Ziploc-Beutel packe, da mir einer mal gerissen ist und das Toilettenpapier dann nass wurde. Als Deo habe ich diesen kleinen Mini-Roller dabei, der wiegt auch nur so 10 Gramm, gibt es bei DM zum Beispiel. Bei der Zahnbürste säge ich meine nicht mehr ab, sondern auch bei Gear Swift, ist wirklich ein guter Store, gibt es diese passende Bambuszahnbürste, da habe ich mir direkt 3 Stück von bestellt. Und was ich euch auch noch als Tipp mitgeben kann, sind diese Gummibänder. Davon habe ich immer so 3, 4 Stück dabei. Und wenn ich dann mal Nahrungsmittel habe, was auf ist, ich habe ja schließlich auch kein Foodbag mehr bei, benutze ich diese Gummibänder, um das Ganze dann einzurollen und festzumachen, ohne dass das Ganze dann wirklich in meinem Rucksack alles vollmüllt.
Ja, mit allem zusammengerechnet liege ich dann bei meiner normalen Variante bis etwa nach Temperaturen von 8 bis 10 Grad bei einem Gesamtgewicht von 2848 Gramm. Wenn es dann bis 0 Grad geht, liege ich bei 3111 Gramm und wenn es dann wirklich, ja, ich würde sagen bis -6 bis -7 komme ich mit dem Setup geht, liege ich bei 3480 Gramm. Ja, natürlich sind das alles wirklich fortgeschrittene und vor allem teure Dinge, die auf keinen Fall ein Muss sind für Leute, die gerade erst damit anfangen. Ich betreibe das Hobby ja relativ intensiv und habe mir das alles über die Jahre so nach und nach zusammengekauft. Wenn ihr nach günstigerer Ausrüstung sucht, dann könnt ihr auf meinem Kanal auch andere Packlisten, zum Beispiel von Decathlon, finden und da kommt man schon mit den über 40 Teilen für 600, 700 oder 800 Euro teilweise hin und hat eigentlich genauso viel Spaß in der Natur. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, all diese Sachen jetzt auf meinen kommenden Touren zu testen. Wie immer verlinke ich euch auch alle gezeigten Artikel und meine Packliste unten in der Beschreibung. Wenn ihr Fragen habt und ich bin mir sicher, ich habe im Schnelldurchlauf einiges vergessen, stellt sie mir gerne, dann beantworte ich das. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Ideen geben. Hat euch das Video gefallen, würde ich mich auch freuen, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal.